Willkommen in meiner ayurvedischen Küche. In diesem Gefäß befindet sich was, also jetzt gerade nicht, aber meistens, was ich in ganz viele meiner Gerichte beimische. Und zwar in Suppen, in Aufläufen, in Soßen, in Smoothies oder aber auch einfach als Topping ins Müsli. Was hier normalerweise drin ist, ist Mandelmus. Und Mandelmus stelle ich sehr gerne selber her. Man kann es natürlich auch kaufen, aber ich finde es immer relativ teuer. Und eigentlich ist die Zubereitung ganz einfach. Und was wir dafür benötigen, das zeige ich euch jetzt. Die Zutatenliste unseres heutigen Rezepts ist natürlich sehr überschaubar. Deswegen habe ich uns auch gleich noch die erforderlichen Gerätschaften dazugestellt, damit die Zutaten sich nicht so einsam fühlen. Also, wir benötigen 500 Gramm ungeschälte Mandeln. Hier ist es ganz wichtig, dass wir hochwertige Mandeln verwenden, denn je schlechter die Qualität, desto weniger Öl ist darin enthalten. Das Öl benötigen wir aber, damit unsere Konsistenz später vom Mandelmus richtig schön cremig wird. Mandelmus, also das sind ja jetzt hier noch die trockenen Mandeln, enthält übrigens viele Mineralstoffe, viele ungesättigte Fettsäuren und viel Vitamin B. Was will man da mehr? Jetzt geht es los. Als allererstes werden wir unsere Mandeln rösten. Das ist nämlich tatsächlich sogar eigentlich der einzige Schritt, wie man zu einem cremigen Mandelmus kommt. Viele schmeißen ja die Mandeln einfach in den Hochleistungsmixer und da passiert leider sehr wenig, weil das Öl, was sich hier in den Mandeln befindet, überhaupt nicht richtig austreten kann. Unseren Backofen schalten wir jetzt auf 150 Grad Ober-Unterhitze ein. Während unser Backofen vorheizt, schnappen wir uns ein Backblech und dann breiten wir die Mandeln auf dem Backblech aus. Hier ist es wirklich wichtig, dass jede Mandel ihren eigenen Platz hat. Also die dürfen nicht übereinander liegen und auch nicht Seite an Seite gekuschelt, sondern hier verdient wirklich jede Mandel ihren eigenen Platz. Genau so wollen wir unsere Mandeln haben. Jeder hat ihren eigenen Platz und jetzt geht's ab in den Ofen. Die Mandeln gehen jetzt für ungefähr 5 bis 7 Minuten in den Ofen und ganz wichtig ist, dass wir bei unseren Mandeln bleiben. Die dürfen nämlich nicht zu stark anrösten, weil ansonsten die Konsistenz später nicht cremig, sondern eher so ein bisschen bröckelig wird und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja ein fluffiges Mandelmus haben. Deswegen lohnt es sich wirklich, diese paar Minuten vor dem Ofen zu verbringen und die Mandeln gut im Auge zu behalten. Los geht's! Duftet herrlich. Jetzt kann ich euch das nochmal mit der sanften Bräunung viel besser zeigen. Jetzt kommen wir zum Mixen unseres Mandelmus. Ganz wichtig, als allererst geben wir die Gewürze hinzu und dann auch ganz wichtig ist, dass wir immer wieder Ruhephasen während des Mixens einlegen. Somit überhitzt unser Hochleistungsmixer nicht und wir können wirklich Schritt für Schritt unser Mandelmus pürieren. Auch wichtig deswegen, dass wir nämlich nicht gleich von 0 auf 100 schalten, sondern wirklich langsam die Geschwindigkeit erhöhen und damit dann wirklich auch sicherstellen, dass unser Mandelmus zum Schluss fluffig und flauschig wird. So, dann geht es los. Jetzt wird's laut. Jetzt ist es ganz wichtig, erstmal ein paar Minuten den Mixer erholen zu lassen und dann machen wir wieder weiter. Und das ist nämlich auch ganz wichtig, dass man immer wieder mal den Mixer auch anfasst und guckt, wie heiß er geworden ist und dann wieder einfach Ruhephasen einlegen.
Wichtig ist auch, dass wir immer mal wieder den Deckel öffnen und die Masse, die an den Seitenwänden klebt, immer wieder nach unten bringen. So. Was wir hier sehen, zaubert mir Herzen in die Augen. Denn man sieht, dass sich das trockene Mandelmehl sich allmählich in eine richtig dicke Masse verwandelt hat. Und es bedarf wirklich viel Geduld, Mandelmus herzustellen. Und glaubt mir, auch ich hatte Situationen, in denen ich am liebsten dieses ganze Gerät aus dem Fenster befördert hätte, samt Mandelmehl, weil es nicht richtig fest werden wollte. Bis ich irgendwann dahinter kam, dass die Pausen hier ganz essentiell sind. Und mit Pausen meine ich wirklich zwischen den einzelnen Mixvorgängen 3 bis 7 Minuten Pause, damit sich die Masse erstmal wieder setzen kann und dann wieder erneut mixen. Es lohnt sich. So, man sieht, dass die Masse schon viel feuchter und kompakter ist. Jetzt machen wir noch mal ein bisschen weiter und dann müsste allmählich das richtig schöne Mandelmus zu sehen sein. Wenn wir feststellen, dass sich unsere Masse zu einer richtig schönen breiigen, cremigen Masse entwickelt hat, dann können wir tatsächlich auch mit der Geschwindigkeit nach oben fahren. Jetzt schauen wir es uns an. Oh, schaut mal, wie cremig das geworden ist. Oh, und wie das duftet. Herrlich. Dann können wir es jetzt umfüllen. Wichtig ist natürlich, dass das Glas vorher heiß ausgewaschen wurde. Und dann können wir unser Mandelmus hier schön einfüllen. Jetzt habe ich das Mandelmus abgefüllt und jetzt geht's ans Probieren. Also dieser kräftige Geschmack der Mandeln, diese Prise Zimt. Ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, auch wenn ihr viele Fehlversuche hattet. Glaubt mir, ich hatte unzählige davon. Probiert es einfach nochmal. Solange ihr diese Ruhepausen während des Mixens einhaltet, kann da überhaupt nichts schief gehen. Das Mandelmus hält sich ungefähr 2 bis 3 Monate. Die Meinungen gehen immer ein bisschen auseinander, ob im Kühlschrank oder im Vorratsschrank. Ich persönlich bewahre mein Mandelmus immer am liebsten im dunklen Vorratsschrank. Und wenn sich da eine Ölschicht gebildet hat, dann einfach kräftig umrühren und dann kann man sein Mandelmus genießen. Und ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen, warum ich immer gerne dunkles Mandelmus herstelle. Und zwar einfach deswegen, weil in der Mandelhaut enthalten sich viele Ballaststoffe. Und natürlich kann ich auch weißes Mandelmus herstellen, aber dann gehen mir diese Ballaststoffe einfach verloren. Und ich mag auch diesen wunderbar herrlichen, kräftigen Mandelgeschmack. Also, das war's jetzt aber von mir. Auf ganz bald, eure Manke.